Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und herzlich willkommen auch zu meinem kleinen Side-Projekt, was ich ja immer noch so nebenbei verfolge, und zwar das 1 vs 50 Gildenraid-Projekt auf W60. Und bevor ich euch zeige, wie weit ich da jetzt mittlerweile gekommen bin, zeige ich euch noch mal ganz kurz, was bei der Abstimmung rausgekommen ist. Da wart ihr auch wieder sehr fleißig gewesen. Vielen lieben Dank für die Resonanz, auch auf diese ganzen Umfragen immer. By the way, die Umfragen, die ich immer mache hier auf YouTube, die schicke ich auch immer weiter zu Player Games, weil die das auch immer sehr interessiert. Also ich mache es an sich aus Eigeninteresse, also die Fragen, die ich euch dort stelle, die interessieren mich auch selbst sehr. Ne? Das sind Fragen, die möchte ich sehr gerne von der Masse halt wissen, und das erfüllen diese Umfragen sehr, sehr gut, meines Erachtens nach, und ihr geht da auch immer fleißig darauf ein, deswegen Dankeschön, da kann man dann auch wirklich was mit anfangen mit dem Feedback. Hier nach einem Tag haben wir jetzt 2126 Stimmen jetzt zu dem Zeitpunkt gerade zusammen, und das ist schon sehr cool auf jeden Fall. Und wie gesagt, halt auch für die Leute von Playa auch schon etwas aussagekräftig, sag ich mal, weil das ist schon eine gute Summe auf jeden Fall. Deswegen kann man hier ganz gut sehen, wo die Community gerade so steht. Ne? Sehr cool, und ich werde auch dann dazu schreiben, dass man halt dann ein bisschen sich mehr Feedback beziehungsweise halt eben ein bisschen mehr wünscht, aufs Late Game einzugehen, weil man halt auch anhand der Statistik hier sieht, dass halt eben sich auch schon einige über 500, 600 im Late Game Bereich nachher befinden, und nachher, wenn viele hier auch in dem Bereich, sind ja auch viele in der Dungeon Pause drin im Moment gerade, damit dann aufhören, auch hier in diesem Bereich kommen, und dann ist es halt nachher auch umso wichtiger, dann wirklich auch ein bisschen was fürs Late Game zu machen und auch die Spieler irgendwie an der Stange zu halten. Das werde ich auf jeden Fall dazu schreiben, und ja, das wurde jetzt durch diese Umfrage auch sehr ersichtlich nochmal. Deswegen Dankeschön auf jeden Fall. Ne? Die ganzen Umfragen hier, die werden alle immer weitergeleitet. So, und das ist ganz nice. Gut, das wurde jetzt nicht weitergeleitet hier. Aber genau, die ganzen SF Umfragen, die leite ich dann schon weiter. Das ist ganz cool. Weil kann man wirklich was mit anfangen. Gut. Aber gucken wir jetzt mal auf W60 und was wir jetzt hier so mittlerweile erreicht haben. Gehen wir zuerst in die Gilde? Ja oder nein? Ne, wir gucken erst in die Post rein, und dann werden wir ja sehen, wie weit wir gekommen sind von den Raids her. Und ich habe mir natürlich alle Raids wieder abgespeichert, ne, die wir so jetzt die letzten Tage hier erfolgreich bezwungen haben. Und wir skippen mal hier wieder ein bisschen durch bis zum Endboss. Und schauen uns den... war ein bisschen schnell. Schauen uns die Kämpfe an. Wir sind, kann ich euch so sagen, ziemlich weit gekommen in der Zwischenzeit. Wir haben einige Raids jetzt hier verprügeln können. Und ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Raid wir letztes Mal stehen geblieben sind. In der letzten Folge. Ich glaube, irgendwas vielleicht in der 30er oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall... ist der Progress auf jeden Fall da, und das wird höchstwahrscheinlich hier jetzt auch die vorletzte Folge von dem Projekt sein, und dann werden wir sehen, naja gut, ich will jetzt noch nicht weiter spoilern, aber es neigt sich auf jeden Fall so langsam dem Ende zu. Ich bin noch nicht durch mit den ganzen Raids, aber wir sind schon ein gutes Stück weit gekommen. Und ja, in dem Video zeige ich euch heute hier, wie weit wir denn wirklich gekommen sind in letzter Zeit. So, unterdessen haben wir schon die ersten 4 Raids weiterhin durch. Na, ich weiß jetzt gar nicht, wie vielte Raid das immer ist. Also, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Raids hier nicht aus dem Kopf, welcher Raid-Gegner welche Nummer hat hier. Das steht leider auch nicht mit dazu. Ne? Das müsste man dann so wissen, auf jeden Fall. Aber ich weiß es nicht. Der ein oder andere versierte Shakes and Fidget Spieler wird das bestimmt wissen, welche Raids zu welcher Nummerierung gehören, aber da muss man halt auch wirklich schon ein Elefantengedächtnis haben, wenn man sich diese ganzen Gegner wirklich merken sollte. Auf jeden Fall seht ihr hier, geht es schon voran, und ihr könnt euch bestimmt denken, es fehlen nicht mehr allzu viele Raids.
Und wir sind immer noch sehr erfolgreich hier. Man sieht auch vom Schaden her, nehmen wir wirklich kaum irgendwie, ja, Damage, sag ich mal. Ne, die schlimmsten Gegner sind ja mal die Endbosse. Aber auch hier sieht man, es ist alles bisher kein Problem. Auch die Gegner, die davor, ne, vor dem Endboss kommen, hier der Popelriese hier, die sind auch kein Problem. Die machen halt wirklich keinen großen Anteil aus. Ne? So, und jetzt sehen wir schon so langsam vom Datum nähern wir uns dem aktuellen Datum. Das heißt, wir kommen hier immer näher an die aktuelleren Gegner ran und umso schwieriger werden die natürlich auch. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier wirklich so easy durchkommen, weil gut, der Account ist ja nun wirklich jetzt nicht der allerstärkste. Das ist ja hier immer noch mein Projekt-Account, wo ich hier ja meinen Bart dran verloren habe. Das heißt, den habe ich halt auch wirklich viel auf XP gespielt, wenig auf Gold, weil ich halt hier das höchstmögliche Level in 200 Tagen erreichen wollte, weil ich ja meinen Bart behalten wollte. Das hat nicht so gut geklappt. Aber ich bin momentan wirklich sehr zufrieden mit der Länge, muss ich so sagen. Also das ja, ist jetzt nicht zu lang. Ne? So wie er am Ende schon aussah, das war mir dann persönlich auch ein bisschen zu viel gewesen. So ist es momentan, finde ich persönlich gerade richtig so. Ne? Aber gut, da muss sich ja auch jeder selbst irgendwie wohlfühlen mit in seiner Haut. Ne? Und ich denke mal, zum Winter hin wird er wahrscheinlich auch wieder einen Ticken länger werden. Mal schauen. Mal gucken. So, ja, wir sind jetzt hier fast am Ende. Ne? Guckt euch mal an, was wir jetzt hier in der Zwischenzeit schon geschafft haben. Das ist echt einiges. Also ich habe auch immer versucht, so gut es geht, halt 2 Raids am Tag zu starten. Es hat nicht immer geklappt. Ja, zeittechnisch oder nicht dran gedacht mal. Ne? Aber ja, gut, ich meine, das ist halt wirklich so ein chilliges Projekt, was so nebenbei läuft. Und was aber trotzdem, finde ich persönlich, recht spannend zum Zuschauen ist. Ich hätte nur gedacht, dass es ein bisschen spannender ist tatsächlich zum Ende entgegen, weil wir sind jetzt nämlich schon fast am Ende. Und man sieht, ja, die Gegner sind jetzt noch nicht so hart hier unterwegs irgendwie. Das hätte ich absolut nicht gedacht. Jetzt haben wir mal einen, der so ein bisschen über die Hälfte mal geht. Das ist jetzt der erste Gegner, der jetzt tatsächlich über die Hälfte geht. Also jetzt wird es spannend. Und ich sehe auch gerade hier oben, das ist das erste Mal, wo wir dran gestorben sind. Ja? Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Ich habe immer die Raids versucht, gestartet. Und dann habe ich mir die aber gar nicht angeschaut. Dann bin ich wieder nächsten Tag, dann, wenn ich ausgeschlafen habe, bin ich wieder auf Raid starten gegangen und ich habe gar nicht auf den Gegner geachtet, großartig, sondern habe dann wirklich darauf geachtet, ja, dass ich hier, keine Ahnung, so schnell wie möglich wieder den nächsten Raid starte. Also hier sehen wir schon, okay, krass. Hier gehen wir jetzt schon dran zugrunde tatsächlich. Ich habe die ganze Zeit ebenso geredet wie ein Weltmeister hier, dass das viel zu einfach ist, dass ich mir das schwieriger vorgestellt habe. Aber die letzten Raids scheinen ja hier echt nochmal anzuziehen, ne? Das ist ja krass. Und hier ist der allererste Loose im Gemüsegarten. Wir gucken uns den nächsten Kampf hier nochmal an, ob wir den gewonnen haben oder auch verloren haben. Und den haben wir tatsächlich gewonnen. Ja, also so einfach geht es dann wieder auf einmal. Ne? Also es scheint wohl bisschen random gewesen zu sein. Warte mal, ich muss mir das nochmal anschauen. Irgendwie kommt mir so vor, als ob hier einer irgendwie... Nee. Achso, das ist die Schwiegermutter hier. Genau, so. Und ja, die Gegner, die hatten wir schon besiegt hier. Ist aber ein Anzeigefehler anscheinend, dass wir die nicht besiegt haben. Aber die Schwiegermutter haben wir aus dem Weg geräumt. Auch wenn es erst der zweite Versuch gewesen ist. Ne? Aber, ja, was soll ich sagen? Da war der erste Loose mit bei, aber guckt euch mal an, wie viel wir in der Zwischenzeit geschafft haben. Und jetzt gehen wir auch mal gleich in die Gilde, um mal zu gucken. Ne? Wir sind jetzt gerade bei dem Raid 47, das vorzeitige Ende. Und ich bin gespannt, wie der läuft. Es fehlt nicht mehr viel. 3 Gegner noch, ne? Der 47, 48, 49, ne, 4 Gegner noch. Mit dem 50. sind es dann 4 Gegner, wenn ich jetzt richtig liege. Und ich bin gespannt, ob wir das denn auch schaffen. Ne? Es wird jetzt doch ein bisschen spannender als gedacht. Die ganze Zeit eben so, oh, hier, tralala, ne? Ist ja easy, aber die letzten Gegner scheinen nochmal wirklich anzuziehen. Ich habe die Statistiken von den Raid-Bossen nicht im Kopf, ne? Aber kann gut möglich sein, dass die letzten wirklich nochmal ein bisschen eine Ecke härter sind als die davor. Auf jeden Fall
ist es nach wie vor eine coole Sache, dass ich als einzelner Spieler jetzt so weit gekommen bin und jetzt quasi eine Top-Raid-Gilde alleine auf die Beine gestellt habe. So, ne? Also im Prinzip könnten hier jetzt halt 50 Leute rein, die alle 10-10er Ausbauten haben und dann hat man perfekte Boni, also gemaxte Boni, weil wenn hier die 50 Raids erledigt sind, ne, dann hat man ja gemaxte Gildenboni durch die Raids halt, ne? Und durch die eigenen Ausbauten, sag ich mal, bekommt man dann halt eben dort auch noch die Maximalboni rein. Das Einzige, wo die Gilde halt hier noch nicht so weit fortgeschritten ist, ist halt eben das Dämonenportal. Aber da kämpfe ich ja alleine gegen halt diese Gegner und die sind halt super, super schwierig. Aber ihr seht, mittlerweile bin ich ja auch schon beim Akt 2. Das heißt, ich habe die ersten 10 Dämonenportal-Gegner auch komplett alleine besiegt. Ich habe da auch jeden Tag angegriffen. Und habe jetzt aber die Tage auch vergessen, ein bisschen hier weiterzumachen. Dann wäre ich vielleicht auch schon ein bisschen weiter, aber auch hier seht ihr ja, habe ich jetzt auch über die Hälfte alleine den Säbelkätzchen hier abgezogen. Also auch da geht es voran. Ich versuche auf jeden Fall, den letzten Raid noch live zu zeigen, dass wir quasi da live zuschauen können. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie richtig getimed kriege, dass ich das aufnehmen kann, auch dass wir direkt beim letzten Raid quasi so mit dabei sind, ne? Aber mal gucken, ob das was wird, kann ich euch nicht versprechen. Auf jeden Fall wird der letzte Raid auch gespeichert und auch alle Versuche, die ich hier mache, und falls ich auch verlieren sollte, werden die Tries auch gespeichert. Also ja, ich zeige euch wirklich jeden Versuch hier bei den Raids, und wenn ich hier 5 oder 10 Mal gegen den letzten Endboss kämpfen muss, dann ist das so, irgendwann ist einer dabei, der dann halt eben den Sieg mehr oder weniger spoilert, sozusagen, ne? Aber es geht auf jeden Fall voran, ne? Es fehlt nicht mehr viel. Ja, das war es soweit von der heutigen Folge 1 gegen 50 und ich bin gespannt, wie die nächsten Raids auf jeden Fall verlaufen werden, ne? Ich denke mal, das wird dann einer der letzten Folgen hier über das Projekt werden. Danach werde ich dann halt mich komplett nackig machen, ne, damit ich den Leuten hier auf W60 eine Hilfe bin, ja, damit sie mich dann ein bisschen leichter in der Unterwelt besiegen können. Ich denke mal, mit einem 386er Account, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen und sich dran hochziehen, wenn ich keine Rüstung mehr anhab. Ansonsten werde ich dann auch die Gilde auf freien Eintritt machen. Das heißt, alle hier ab Stufe 1 können alle beitreten, so international. Und wer dann hier reinkommen möchte und halt von den Boni, von den 50 Raids, falls ich die schaffen sollte, profitieren möchte, kann das sehr gerne tun. Falls nicht, ist es auch kein Problem. Ich werde einfach schauen, ob hier jemand reinkommt oder nicht, und werde dann der Gilde ihrem Schicksal dann halt überlassen. Ansonsten gibt es ja auch, wie gesagt, sehr viele andere gute Gilden auf dem Server hier, die auch wahrscheinlich einen guten Platz für euch parat haben und schon eine feste Community in der Gilde schon entwickelt haben, ne? Ansonsten, ich habe hier nicht weitergespielt, ich habe keinen einzigen Skillpunkt hier weiter verskillt, seitdem ich mit dem Projekt angefangen habe. Hier ist alles gleich geblieben, nur das Gold von hier oben ist weniger geworden, weil ich halt auch die ganzen Raids und sowas starten musste, das ist klar. Ansonsten, und halt Tränke gekauft habe davon, ne? Davon ist das Geld runtergegangen. Ansonsten ist ja alles gleich und mal gucken, ob wir mit dem Account die 50 Raids besiegen können. Das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.